Herzlich willkommen auf meinem Kanal bei Wissenswerte. Servus, mein Name ist Thomas Treppnau und ich begrüße mit am Mikrofon Cornelia. Hallo Thomas, ein herzliches Grüß Gott an unsere Zuhörer und Zuschauer. Thomas, ich stelle dir gleich meine erste Frage. Ja, bitte. Gut. Du hast jetzt einige Videos gemacht, in denen du auf die Preisentwicklung der Immobilien eingegangen bist. Auffällig war dabei, dass die Kaufpreise gefallen sind und die Mietpreise stiegen. Jetzt bist du plötzlich der Meinung, das ist nun vorbei. Die Mietpreise werden nicht weiter steigen, sondern ebenfalls fallen. Ja, nun, ob sie gleich fallen werden, das steht noch in den Sternen, wie das so ist mit Prognosen. Aber mit den Anstiegen dürfte es vorbei sein. Es ist tatsächlich so, ich habe da einige Videos dazu gemacht und das letzte, ich weiß nicht, wie es heißt, wir können es vielleicht irgendwie einblenden oder so. Da ging es um die Erhebung von GREIX, also vom German Real Estate Index, der hier deutlich zeigte, dass wir einen historischen Preisverfall hatten im Vergleich zum Vorjahr bei Immobilien querbeet durch die Republik. Und das Auffällige war eben, Immobilienpreise fallen, wie du das gerade auch beschrieben hast, und die Mietpreise steigen, weil ja diese 400.000 Wohnungen, die die Bundesregierung auf dem Plan hatte, die da hätten gebaut werden sollen, weit verfehlt worden sind. Und man geht eben davon aus, dass der Bedarf weit höher ist als das, was an Neubau zur Verfügung gestellt wird. Nun liegt mir aber vor, die Wohnungsmarktprognose 2024 vom Empirica-Institut. Das Empirica-Institut baut seine Prognose hier schlüssig und nachvollziehbar auf, nicht zu vergessen, aber es bleibt auch das eine Prognose. Die gehen von 3 verschiedenen Szenarien aus, nämlich Szenario 1, das von 2022 bis 2045 die Bevölkerung in unserem Land auf 88 Millionen zunimmt. Szenario 2, die Bevölkerung wächst auf 84,5 Millionen und Szenario 3, die Bevölkerung schrumpft auf 81 Millionen Menschen, die in unserem Land leben. Und da sehen wir nun in dieser Grafik die mittlere jährliche Neubaunachfrage von 2023 bis 2042. Ich will da jetzt nicht alles vorlesen, Sie können sich ja in der Grafik wunderbar anschauen. Uns interessieren jetzt einfach mal die Jahre 2024 bis 2027 und demnach ist es so, dass wenn das Szenario 1 eintreten sollte, also die Bevölkerung stark wächst, dann wäre der Wohnungsbedarf 210.000 Einheiten pro Jahr. Beim mittleren Szenario wären es 168.000 und beim schwächsten Szenario wären es 130.000 pro Jahr. Gut, wir können schon noch den Blick weiterschauen bis 2032, von 28 bis 2032. Im ersten Szenario wären es 196.000 Wohnungen, die benötigt würden von 28 bis 32 jährlich und im mittleren Szenario 161.000 und im schwächsten, im dritten Szenario wären es 124.000 Wohnungen pro Jahr. Das heißt, dieser Wohnungsbedarf liegt nach dieser Prognose weit unter dem, was ansonsten geschätzt wird von der Regierung selber, aber auch von einigen Experten. Warum ist das so? Zunächst mal sagt Empirica, dass die klassische Prognose nur den Bedarf ermittelt und nicht auf die Nachfrage abstellt. Und die Nachfrage ergibt sich aus verschiedenen Parametern. Das ist eine ständige Interaktion aller Marktteilnehmer. Es ist also nicht so, dass man einfach nur linear hochrechnet und sagt, okay, so und so viele Menschen mehr, so und so viele Wohnungen brauchen wir dazu, sondern die Teilnehmer, auch die Nachfrager, stellen sich auf unterschiedliche Marktsituationen und Angebotssituationen ein. Nehmen wir als Beispiel Studenten. Gut, da wird es viele geben, die in irgendwelchen Großstädten, in Ballungsgebieten gerne studieren wollen würden, dann aber feststellen, die Wohnungen sind zu teuer und weichen dann aus zu anderen Standorten mit entsprechend günstigerem Wohnraum, wo auch noch mehr verfügbar ist. Hinzu kommt bei Studenten natürlich gerade dort, wo der Wohnraum knapp ist, diese Bildung von Wohngemeinschaften.
Die Nachfrage unterliegt auch anderen Parametern. So ist es zum Beispiel auch denkbar, dass in Ein- oder Zweifamilienhäusern mehr Haushalte wohnen als bisher oder als man es bisher unterstellt. Und insofern passt sich diese Nachfrage, passt sich auch der Bedarf der jeweiligen Situation an. Und das nimmt dann den Druck aus dem Mietmarkt. Natürlich wird man weiterhin beobachten können, dass in Ballungsgebieten die Mieten hoch sind, aber das ist eben auch kein Markt, in dem die Bäume in den Himmel wachsen. Wir beobachten inzwischen ja diese Veränderungen und was ich schon mehrfach in meinen Videos angesprochen habe, ist ja auch die Kaufkraft, die unbedingt erforderlich ist, um entsprechend hohe Mieten und auch ständig steigende Mieten zahlen zu können. Und die fängt eben auch an zu schwächeln und dort, wo sie schwächer ist, kommen eben diese Ausweichbewegungen. Und das zeigt diese Empirika-Studie ganz wunderbar. Die zeigt letztlich, dass die Nachfrage in etwa dem entspricht, was im letzten und im vorletzten Jahr gebaut wurde. Das heißt, der Bedarf ist gar nicht um so viel höher als das, was an Neubau zur Verfügung gestellt worden ist. Ja, und wenn das sich dort einpendelt, dann wird das auch das Ende dieser stark steigenden Mieten sein. Und das eben nicht nur in der Peripherie und in schwachen Gebieten, sondern das wird über kurz oder lang auch in Ballungsgebieten zu spüren sein. Thomas, spielt es dann auch eine Rolle, dass die Grünen gerne die alten Menschen aus den Ballungsgebieten raushaben wollen, mehr an die Peripherie? Das ist ein Aspekt, der hier tatsächlich mit reinspielen würde. Allerdings ist es ja noch nicht so weit. Das sind ja zunächst einmal Planspiele der Grünen, übrigens ganz typisch grün, linksgrün, vollkommen irr. Da werden Menschen, die ihr Leben lang am Aufbau dieses Landes mitgewirkt haben, die dann endlich ihren Rentenanspruch realisieren, der ohnehin marginal ist, und dann vielleicht auch noch in Wohnungen oder eigenen Häusern wohnen und selbst wenn es nicht eigene sind, dann vielleicht mal sich ein Zimmerchen mehr gönnen, weil sie es dann leisten können in der Lebensphase. Jetzt wird diesen Menschen das nicht gegönnt. Nein, man hat noch nicht genügend, die in Mülltonnen nach Pfandflaschen suchen müssen. Das Flaschenpfand war ja auch die Idee eines Grünen, möglicherweise in wohlweislicher Voraussicht auf das, was da kommen wird. Also diese Ideen hat man, diese Pläne hat man. Gleichzeitig, und da erkennen wir den Irrsinn und die Perversion und auch den Wahnsinn dieser linken und linksgrünen Ideologien. Man will die älteren Menschen aus den Ballungsräumen raus, also dort weghaben, wo es die ärztliche Versorgung gibt, wo es die gesamte Nahversorgung gibt, die auch brauchen, weil die ja etwas weniger mobil sind als jüngere Menschen. Jetzt will man die da draußen haben und gleichzeitig will man ihnen den Führerschein abnehmen. Denn ab einem bestimmten Alter soll man nach dem Dafürhalten der Grünen ja entweder keinen Führerschein mehr haben dürfen oder sich permanent irgendwelchen Prüfungen unterziehen müssen. Eine Schikaniererei ohne Ende. Es ist eigentlich unerträglich, was da läuft und nicht nachvollziehbar, wie die Leute das einfach so schlucken können. Ja, Thomas, und das ist ja noch nicht alles. Denn die wollen ja auch noch an das Vermögen der Leute ran. Das zeigt ja ganz deutlich das Vermögensregister und auch der Lastenausgleich. Ja, das europäische Vermögensregister ist ja das eine. Das andere ist diese ständige Diskussion über den Lastenausgleich. Da wird übrigens uns zum Teil vorgeworfen, wir würden das erfinden oder hätten dieses Thema erfunden. Nun ja, wer da ein bisschen genauer hinschaut, der sieht natürlich, dass die Quellen ganz woanders sind, dass der Ursprung dieser Gedanken ganz woanders herkommt und wir das eben aufgegriffen haben und uns überlegt haben, wie kann man sich hier schützen. Naja, und wenn jemand nicht weg will, was meiner Meinung nach immer nur die beste Schutzmöglichkeit wäre, alles verkaufen und weg. Nicht jeder Rentner hat Eigentum, das er verkaufen will oder kann. Viele mieten ja. Aber die Eigentum haben und nicht verkaufen wollen und hierbleiben wollen, ja gut, die müssen sich halt was überlegen, wie sie sich schützen können. Es gibt Mechanismen im Grundbuch und deshalb haben wir ja am 20.03. unser letztes Seminar in dem Zusammenhang geplant, in dem dann ja auch das Komplettschutzpaket mit vorgestellt wird, das wir da die letzten Jahre entwickelt haben in Zusammenarbeit mit einem hervorragenden Notar. Ich glaube, das ist am 20. jetzt, oder? Schon nächste Woche. Ja, das ist nächste Woche am 20.
Ich weiß nicht, wie viele Plätze da noch frei sind. Ich glaube so 4, 5. Okay. Die letzten Tage haben wir gesehen, dass Gold sehr stark gestiegen ist. Was sind die Ursachen dafür, Thomas? Gold ist tatsächlich enorm gestiegen. Wir haben also bei Gold in Euro ein Allzeithoch erreicht von über 2006 Euro pro Unze. In der Spitze war nicht der Schlusskurs, aber es ist erreicht worden. Momentan schwächelt es ein bisschen. Was heißt schwächelt? Also ich meine, es ist ja wahnsinnig hochgeschossen. Jetzt geht es leicht zurück. Natürlich werden wir dieses Hin und Her weiter beobachten und Schwankungen sehen. Aber dieses Überwinden der 2100 US-Dollar, dann der 2051 US-Dollar, das war schon ein enormer Startschuss. Gold macht sich auf den Weg in neue Höhen, in Höhen, die wir bisher noch nie gesehen haben. Und jeder, der in Gold investiert ist, wird sich in den nächsten Jahren sehr über dieses Investment freuen. Was sind die Gründe nun plötzlich für diesen Anstieg? Ja, da gab es ein paar Aussagen von der amerikanischen Notenbank im Zusammenhang mit geplanten Änderungen der Geldpolitik. Also man wird wieder eine etwas lockerere Geldpolitik betreiben wollen. Das war ein Grund. Aber bei näherer Betrachtung habe ich schon festgestellt, dass es mehrere Gründe gibt. Es ist ja schon auffällig, dass die sogenannten nicht korrelierten Anlageklassen, also wie Gold oder Bitcoin, nicht die bankenabhängigen Anlageklassen oder auch die unternehmensabhängigen Anlageklassen, also die eben korreliert sind mit Unternehmen oder auch Staaten, die dahinter stecken. Das ist eben bei Gold nicht der Fall, und auch bei Bitcoin nicht der Fall. Die sind sehr, sehr stark gestiegen in den letzten Tagen. Und das zeigt mir, dass nicht nur die Aussagen der Notenbank hier relevant sind, sondern dass es eine Abkehr gibt weltweit vom westlichen Finanzsystem. Dieses westliche Finanzsystem ist ja von seinen eigenen Spielern grob missbraucht worden gegen die Länder des globalen Südens, gegen die Länder, die heute in dieser Vereinigung BRICS sich befinden, sich dort angeschlossen haben. Es gab diese sogenannten SWIFT-Ausschlüsse, es gab supranationale Anwendung von US-Recht und es gab sogar Konfiszierung von Vermögen und Devisenreserven. Also der Westen hat hier sehr viel an Glaubwürdigkeit verspielt. Es gibt genügend Staaten, die heute nur mit größtem Bedenken dem Westen Geld anvertrauen würden und die suchen nach Alternativen und die Alternative ist eben Gold. Ein weiterer Punkt ist die Geopolitik. Wir haben die gefährlichen Situationen einerseits in der Ukraine und auch in Israel im Gazastreifen. Wir wissen nicht, wie sich das weiterentwickelt. Es zeigt sich niemand in Europa, in der EU sowieso nicht, der zumindest mal auf die Situation in der Ukraine mit Russland deeskalierend einwirken könnte. Nein, da tut sich gar nichts, eher im Gegenteil. Und da entstehen natürlich auch Sorgen, auch hinsichtlich des Finanzsystems. Und es gibt ja auch diesen Oberst Reisner. Dieser österreichische Oberst Reisner gibt ja seit 2 Jahren seinen Senf, hätte ich jetzt schon fast gesagt, zu dieser militärischen Situation in der Ukraine. Also natürlich muss ich es korrekt formulieren. Er bereichert uns mit seinem enormen Fachwissen, welches er in vielen Kriegseinsätzen persönlich gewonnen hat. Also der hat nun auch auf die Frage einer NTV-Moderatorin geantwortet. Die Frage war, ob denn die Weltordnung auf dem Spiel stünde, wenn die Ukraine den Krieg verlieren würde. Und da hat er gesagt, ja, so schaut's aus. Also hier hatte Oberst Reisner mal einen Geistesblitz, wer immer ihm diesen auch eingeflüstert hat. Die Weltordnung steht auf dem Spiel. Das ist jetzt auch bei diesem Offizier der österreichischen Armee angekommen. Ein Thema, über das ich schon seit 3, 4 Jahren auch schreibe und es immer wieder angekündigt habe. Natürlich wird sich die Weltordnung anders gestalten, es wird sich neu ausrichten, wir werden in eine multipolare Weltordnung gehen. Die Hegemonie der USA ist mit dem Ende des Ukraine-Kriegs vorbei, wobei wir immer noch nicht wissen, wann der vorbei ist. Wir können nur hoffen, so bald wie möglich und dass dieses Sterben dort der Menschen endlich aufhört in diesem vollkommen unsinnigen Krieg, der letztlich durch solche Aussagen, wie sie ein Reisender macht, seit 2 Jahren auch immer wieder mit in die Länge gezogen worden ist.
An der Stelle noch meine Bitte, abonnieren Sie unseren Kanal, damit Sie keine weiteren Neuigkeiten, Informationen und Analysen verpassen. Teilen Sie dieses Video, geben Sie uns einen Daumen hoch und ich bin auch gespannt auf Ihre Kommentare zu genau diesen hier angesprochenen Themen. Herzlichen Dank dafür, dass Sie uns zugehört haben. Bis bald. Bis bald.